So, herzlich willkommen zu einer weiteren Gitarrenstunde. Heute geht es um den legendären Song Mediterranean Sundance von Meola, aufgenommen auf seinem zweiten Album Elegant Gypsy von 1977. Man kann sich das kaum vorstellen, was für Zeiten mittlerweile vergangen sind. Unfassbar, das sind weit über 40 Jahre. Meola ist immer noch aktiv, weniger dieses Jahr, aber er hat viele Konzerte von zu Hause aus gegeben, wie ich online immer wieder verfolgt habe. Und ich liebe seine Spielweise, ich verfolge ihn, seit dieses Album herausgekommen ist und seit ich mit dem Gitarrenspiel begonnen habe. Und ich freue mich sehr, euch heute dieses legendäre Intro des Songs, weil der Rest des Songs ist improvisiert, da reden wir gleich drüber. Aber erstmal ein ganz herzliches Hallo an alle, die live heute dabei sind. Schön, schön, schön. Ich freue mich für euch, diesen absoluten Klassiker. Der ist in der Top 100 der besten Gitarrensongs aller Zeiten. Es ist wohl das berühmteste Flamenco-Akustik-Gitarren-Intro, das hier aufgenommen wurde. Also unglaublich beliebt auch. Und ich glaube, er hat seit über 40 Jahren kein Konzert geben können, ohne diesen Song zu spielen. Ursprünglich aufgenommen mit dem legendären Flamenco-Gitarristen Paco de Lucia und später dann in dem Trio mit John McLaughlin zusammen auf dem Album Friday Night in San Francisco legendär performt mit einer Länge von knapp 10 Minuten an Improvisation. Also, das ist das Thema heute. Ich zeige euch das Intro und ihr müsst euch so folgendermaßen vorstellen. Dieser Song hat ein Thema am Anfang, und danach geht es in ein Improvisationsspiel zwischen den beiden bzw. zwischen den drei Gitarren mit einer sehr, sehr klassischen, lyrischen Harmonie, über die wir auch kurz reden werden. Und ja, ich freue mich wirklich. So, hallo, Paco, genau. Wir reden auch ein bisschen über die Technik, über die Spielweise, was man da beachten muss. Und eins müsst ihr wissen, das ist höchste Leistung auf dem Instrument, was diese Musiker damals abgeliefert haben. Mehr geht nicht. Ich habe, wie ihr sehen könnt, die Variax am Start. Das ist mein Akustik-Sound. Ich hoffe, dass der Ton okay ist. Ihr gebt mir noch, Bild und Ton ist super, alles klar. Ne? Wir sind auch live. Das ist so das Motiv, aber bevor wir reinsteigen und das Takt für Takt lernen, der Sound, den ich hier verwende, ist ein reiner Akustikgitarren-Sound und ich spiele das auf der Variax, weil es mir ein bisschen leichter fällt, hier mit der E-Gitarre das anzugehen. Und weiter gehen wir jetzt gleich rein und ich zeige euch, wie man das spielt. Mediterranean Sundance, Meola, Elegant Gypsy, 1977. Wow! Wow, sage ich nur. Ich gehe jetzt rein, das Gitar-Profile, und das Ganze beginnt mit diesen 8 Takten, die sich wiederholen, basierend auf E-Moll. Und gleich vorneweg, ihr werdet beobachte immer die Greifhaltung der linken Hand. Das ist also sehr, sehr klassisch, was hier geschieht. Das sind die ersten 8 Takte des Songs. Was geschieht hier? Ich bin mit dem kleinen Finger im 4. Bund auf der G-Seite und mit dem Zeigefinger im 1. Bund auf der H-Seite und habe unten dran die leere E-Seite. Und dann wandert die Melodie auf die 2 auf der G-Seite und dann folgt ein Hammer-On. Erst mit Leerseite und dann hier mit Hammer-On. Also 4, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0. So, das sind die ersten beiden Takte, die wiederholen sich.
das klingt, ich reduziere jetzt das Tempo von 170. Ich spiele es einmal auf 170, also die ersten 8 Takte hier in der Wiederholung bis hierhin auf dem Originaltempo, dass ihr das hören könnt. Das sind diese ersten 8 Takte und dieses unglaublich bekannte, auch sehr, sehr klassisch inspirierte Intro. Und hier, wenn du das übst, dann geht das langsam an. Ne? Ich fahre das jetzt runter auf Tempo 100. Das wird schon drastisch langsamer sein. Und dann spiele ich das jetzt mal auf Tempo 100 und... So, hier ist ganz wichtig die Handhaltung. Du musst diese klassische, also diese schön gebeugte Handhaltung der linken Hand einnehmen. Daumen in die Mitte, ganz unten angelehnt, hier unten am Griffbrett, damit du das sauber spielen kannst. Du siehst, ich picke hier ein bisschen mehr nach vorne, da wo im Grunde genommen das Schallloch der akustischen Gitarre wäre. Ich picke 2 runter, 1 hoch. Und dann hier, wenn du dieses Arpeggio spielst, dann beginnst du mit Achtelnoten und gehst auf Viertel. Und man hört das wunderbar, wenn wir uns das jetzt anhören, nur die beiden Takte hier, wie die Gitarre aus dem Tempo rausgeht. Wir gehen 4 runter, 2, 4, 0, 0 und dann langsam hoch bis zur dicken E-Seite. Ja. Und hier immer auf den Rhythmus achten. Dann spielst du einen E-Moll-Akkord und stoppst den ab. So, das sind diese 8 Takte, die insgesamt 16 Takte, weil sie sich wiederholen, gespielt werden. Ich spiele das jetzt nochmal. Was auf dem Sound drauf ist ein Hall, sodass du einfach ein bisschen Räumlichkeit hast. Das ist etwas absolut Entscheidendes für das Spielgefühl. Also mach da schön einen schönen Plattenhall drauf, der dir so 5 Sekunden Nachhallzeit gibt, sodass das Ganze dann wirklich episch klingt. Jetzt steigen wir ein in das Hauptmotiv. Das war jetzt das Intro und jetzt gehen wir in das Hauptmotiv rein und schauen uns das an. So, was haben wir? Wir haben eine Kadenz, eine klassische Kadenz hier, beginnend mit dem E-Moll-Akkord, Barré im 7. Bund. Und das wird so gespielt. Also runter, gestrichen und dann schnell hoch und dann sofort mit der Handkante stoppen. Also runter, hoch, stopp. Und dann kommt dieses Motiv hier in der E-Moll-Tonleiter. 9, 8, 9. Slide von 10 auf 12. Entweder so oder mit dem kleinen Finger, wie du das möchtest. Und immer taktweise so etwas lernen.
So, also wir markieren jetzt diesen Takt hier, bleiben auf Tempo 100 und wiederholen den. Und so lernst du das Takt für Takt. Der nächste Akkord, weil eine klassische Kadenz bedeutet, wir haben hier ein E-Moll, wir haben einen D-Dur, ein C-Dur und ein H7. Also E-Moll, 7. Bund, verschobener A-Moll-Akkord, D-Dur, C-Dur und H7. Wunderschön. Auf die ganze Harmonie im Lied gehe ich nachher noch ein und zeige euch alle Akkorde. Das sind alles klassische Akkorde. So, nächstes Beispiel ist dann, hier sieht man ganz klar, der D-Dur-Akkord, 5, 7, 7, 7. Selbe Trick. Dann wieder. Und das ist die Hookline. Das ist der Ohrwurm, der dich immer reinzieht. Ne? Das ist jetzt einfach Terzen. Und da es immer das gleiche Intervall ist, ist es relativ einfach. Du kannst es mit Zeigefinger und Ringfinger spielen. Oder wie ich mit Zeigefinger und kleinem Finger. Was für dich bequem ist. Also, jetzt hören wir es uns an, wie das klingt. Nochmal. Und dann springt er direkt auf den C-Dur-Akkord. Hier unten, hier eingekreist. Und spielt ein weiteres Motiv mit Terzen. Jetzt mit dem Abstand wegen der H-Seite von 3 Bünden. Ja, deswegen nehme ich hier den kleinen Finger, so habe ich ein gutes Gefühl, weil es geht dann relativ zügig zur Sache. Und jetzt machen wir beide Motive beginnend hier. Ich mache einen Vorzähler rein, wenn ich reinkomme. So, okay, und los geht's. 1, 2, 3, 4. Nochmal. Ich wollte eigentlich hier starten und bis hierhin spielen. Sorry. Nochmal. Los. D. Okay. Und dann kommt das C. Das ist Beispiel Takt 13, 14. Einfach hier unten spielen, stoppen. Und dann die Terzen hier mit der größeren Spreizung über 3 Bünde. Das spielst du dreimal. Und das war auch schon, also das geht jetzt hier weiter, wie du siehst, bis auf die 4, 7. Und dann kommt dieses Sechzehntel-Motiv. Also jetzt zieht das Tempo an mit diesem Pattern. Und da muss ich einiges erklären, weil das ist so die Schwierigkeit. Das alte Meola hat hier, da war sehr, sehr jung und hat hier volle Lotte sein sagenhaftes Picking hier demonstriert. Ne? Und das ist dieses Tempo, an dieses Tempo muss man sich ranarbeiten. Das geht nicht so einfach. Wie man sich daran arbeitet, möchte ich euch jetzt hier im Detail zeigen. Also ich gehe jetzt rein bis zu dem Punkt, wo die Gitarre in die Sechzehntelnoten reingeht. Nochmal mit Vorzähler auf Tempo 100 und dann mache ich es mal auf dem Originaltempo. 1, 2,
3, 4. So, jetzt ziehen wir das Tempo in das Originaltempo rein, dass ihr das hören könnt, wie das dann klingt. Tempo 170 im Original. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. Und dann, wenn du das gespielt hast, hast du die harmonische Kadenz E-Moll, D, C. Der letzte hier, diese letzte, die 4-7, das ist schon unser H7. Und jetzt kommt die schnelle Hookline. Also was ist eine Hookline? Eine Hookline ist eine Melodie, die sich immer wiederholt und die sich so wie so ein Haken an dein Ohr hängt. Und das ist das Wiedererkennungsmerkmal. Und hier hat er volle Kanne Sechzehntel auf diesem Tempo gespielt. Das ist jetzt sehr interessant, sich das mal anzugucken, was hier passiert. Also was haben wir? 7, 8, 10. Das ist die Melodie Nummer 1 bis hierhin. Hören wir es uns an auf Originaltempo, ohne Klicks und ohne irgendwas. So, die Schwierigkeit ist, und das müsst ihr jetzt wirklich auch verinnerlichen, ist, das kann ich nicht einfach jetzt aus dem Stehgreif so spielen auf dem Tempo. Dafür muss man sich wirklich warm spielen. Also ich habe mich jetzt eine Stunde warm gespielt, damit ich für euch das gut spielen kann. Ne? Diese Musiker auf diesem Level, die müssen sich 1 bis 2 Stunden warm spielen, damit die Muskulatur diese schnellen Bewegungen ausführen kann. Wie nähert man sich jetzt solch einer Geschichte? Okay, erstens, wir reduzieren das Tempo. Gehen wieder hoch, hier, klicken drauf, gehen auf Tempo 100. So, dann bleiben wir in der Markierung, machen ein Metronom dazu und einen Vorzähler und lassen das jetzt laufen. Und den Vorzähler raus. So, du kannst natürlich das Tempo noch runtergehen und erstmal den Fingersatz dir einprägen. Auch hier ist der wichtigste Aspekt des Gitarrenspiels eine lockere Handhaltung links, eine Handhaltung, wo der Daumen sehr unten am Griffbrett ist, sodass deine Finger eine Linie bilden. Du kannst das nicht so spielen. Das darfst du niemals machen. Na? Da bekommst du Schwierigkeiten und einen Krampf in den Fingern. Also klassische Handhaltung, Daumen nach unten, die Finger bilden eine Linie. Ihr seht, mein kleiner Finger ist wirklich nicht der längste. Und dann schön eine Linie und dann langsam und locker. Und der Trick ist hier, wir spielen 5 Töne, da, da, di, da, da, und haben dann eine Pause. Ne? Das ist das, was es schwierig macht. Man kommt in keinen Fluss. Und ich dämpfe es, wie du hören kannst, leicht ab. Mit der Handkante hier, direkt vor der Brücke. Leicht, weil ich will die Töne noch hören. Und das kann man auf dem Tempo nicht kontrolliert spielen. Das ist mehr so ein Reflex. Wie nähert man sich dieser Sache? Wenn es dann auf höhere Tempi geht, dann spiel das mal mit Hammer-ons und Pull-offs.
dann wirst du feststellen, dass die linke Hand das Tempo schon gehen kann. Die Hürde ist tatsächlich an der rechten Hand, dieses Tempo zu erreichen. Das braucht Zeit. Also jetzt gehen wir das Motiv komplett durch und lernen die einzelnen Passagen ab hier. Ab hier gehen wir jetzt rein und ich spiele das jetzt bis zum Ende einmal durch auf Tempo 100. Vorzähler rein und dann schauen wir mal, dass ich keinen Fehler mache. Ne? So, 3, 4, ba, ba. Und das ist dieses Solo-Teil. Ich hoffe, dass das jetzt hier gescrollt ist. Ich hoffe, dass sich das bewegt hat und ihr die Tabs sehen konntet. Wenn nicht, gehe ich das jetzt nochmal ganz konsequent durch. Also, was haben wir hier? Das war es im Grunde genommen schon. Wir haben jetzt ein Motiv, was sich wiederholt und das man auswendig lernt. Ne? Dann wiederholt sich es auf der E-Seite. Und das ist eigentlich so der schwierigere Teil von dem Ganzen. Wenn man das jetzt übt, dann lernt man das 170, beginnt vielleicht bei Tempo 80. Und dann steigert man sich in 10er Schritten. Okay? Ich werde es jetzt einmal durchspielen, komplett auf dem Originaltempo, sodass ihr das nochmal verfolgen könnt. Okay, 1,70 und dann gebe ich noch einige Tipps in Bezug auf das Improvisieren. Ja. So, also gehen wir mal rein und lassen das hier laufen. Los geht's. So, da muss man schon, wenn man so mit einem Guitar Pro-File spielt, das im Hintergrund auch noch mitläuft, dann muss man sich schon sehr konzentrieren. Und wenn man es dann frei spielt, ohne dass er mitläuft, dann wird das immer besser. Also am Ende einfach nur das Metronom mehr verwenden zum Üben. Das ist ganz wichtig. Und dann steigert man sich und lernt so etwas Takt für Takt. Man lernt erst das Intro und da hat man schon einiges zu tun, bis das auswendig geht und dann... Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen, so etwas muss man hunderte Male wiederholen. Das geht nicht, ich setze mich jetzt ran, lerne Mediterranean, sondern so funktioniert es nicht. Du musst bereit sein, das mal eine längere Zeit zu trainieren. Die Vorteile dieser oft wiederholenden Muster, dieser Patterns, dieser Geschichten, die du hier speziell in diesem Song hast, die sind gar nicht hoch genug zu bewerten. Das ist allerhöchstes Level, aber wenn man das Tempo runterbricht, bringt es wahnsinnig viel für das Gitarrenspiel. So, jetzt zeige ich euch noch einige harmonische Geschichten, die hier laufen. Also, im Backing-Track, ich habe mir hier einen gefunden, haben wir die Akkordfolge A-Moll, E-Moll, A-Moll, E-Moll, E-Moll, D, C, A7 und dann geht's auf G, E-Moll,
lyrisch, E-Moll und wieder E-Moll, A-Moll, D, G. Jetzt hast du diese. So, was du jetzt gehört hast, diese Kadenz hier, A-Moll, D, G, C, das ist die gleiche wie bei Still Got the Blues, wie bei Gloria Gaynor. First I was afraid, I was petrified. Das ist ein Klassiker, also da ist jetzt nichts Kompliziertes dabei und deswegen kann man so schön drauf improvisieren. Ein E-Moll, G, F, klassische C-Dur-Kadenz, E-Moll, D, C, H7. Und wie klingt das, wenn ich drauf improvisiere? Ich werde mal hier mich noch ein bisschen lauter machen. Was ist jetzt wichtig? Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Ich spiele in der E-Moll-Tonleiter und ab und zu gehe ich in die A-Moll-Tonleiter rein, also C-Dur A-Moll, und ende dann immer auf dem H. Weil ein bisschen folge ich mit dem Ohr der Harmonie. Okay? Das ist wichtig. Und ich bin mir sicher, die haben so oft darauf improvisiert, dass sie genau wussten, nach Gehör, welche Akkorde folgen und was sie drauf spielen können. Jetzt, ich habe ein Video online, wo ich über die E-Moll Longscale-Tonleiter rede. So, wenn du dich dann improvisatorisch mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest, ich werde das Video, das ist schon 6, 7 Jahre alt, unter dieses Video verlinken, sodass du dann einfach in die Information reingucken kannst. Und dann lerne bitte diese Tonleiter. Also die ist ganz wichtig für die Improvisation. Okay? Also das ist die längste Tonleiter, die E-Moll-Tonleiter. Ganz normal, nicht melodisch, Moll, nicht nix. Einfach nur die E-Moll-Tonleiter. Longscale bedeutet, es ist die längste Tonleiter auf der Gitarre, ganz, ganz wichtige Tonleiter. Und die lernst du dann in dieser Longscale-Form spielen, schaust dir das Video an. Und dann lernst du diese Tipps, die ich dort gebe. Nämlich, in der Improvisation werden Patterns verwendet. Zweier, Dreier, triolische Patterns. Ein Pattern ist ein Muster, Vierer-Muster. Und bitte geh durch dieses Video, verlinkt unter dem hier, und dann lernst du, wie man, ich werde natürlich den Backing-Track hier auch posten, sodass du damit arbeiten kannst. Und noch einen von Paco de Lucia, den ich sehr, sehr mag, Entre dos Aguas, der ist auch wunderschön und lässt sich wunderbar in dieser spanischen Stilistik drauf spielen. So, jetzt was macht man? Man nimmt die E-Moll-Tonleiter. Ja. Und lernt Muster. So ein klassisches Muster, absolut oft verwendet, ist
das Zweier, ich nenne das einfach das 1-3er, 2-4er Pattern. Was bedeutet das? Du spielst die Tonleiter und überspringst immer eine Note. Ja, das ist also, du beginnst hier beispielsweise auf dem Fis und gehst immer, du lässt es G aus. So klingt das dann, sehr klassisch. Rückwärts. Hör dir an, wie das klingt. Nochmal. Okay? Zweier-Pattern, einfach mal im Ohr behalten. Also, du spielst die Tonleiter und lässt immer eine Note aus. Sowas braucht 4, 5 Wochen, wenn du das täglich trainierst, wenn du die Tonleiter gelernt hast, dass du dich dann gewöhnst. Du musst dir Folgendes vorstellen, wenn ich so ein Pattern spiele, dann denke ich nicht mehr über dieses Pattern nach. In dem Augenblick, wo ich damit beginne zu improvisieren, ist es ein Muster, was in die Finger eingespeichert ist. Das nächste, was ich dir zeigen möchte, sind Triolische Patterns, die hier in der Improvisation verwendet werden. Triolen sind einfach nur 3 Töne statt eben diesen 2. Ne? Es erzeugt einen anderen Sound, es erzeugt eine andere Rhythmik und es gibt 2 Varianten, die du spielen kannst. Wenn ich jetzt hier beginne wieder auf dem Fis, also Bund 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 2, 4. Wir bleiben hier am Anfang der Tonleiter. Wäre E-Seite. Ne? Und jetzt spiele ich einfach nur den ersten Ton, den zweiten und wiederhole den ersten. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3. Also ich spiele immer da, 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 da. Immer 2 Töne, einer wiederholt sich. Der erste, ne? Da, da, da. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3. Das ist das Muster. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3 und so weiter. Wie klingt das, wenn ich es verwende? Wieder ein anderer Sound, wieder ein anderes Pattern. Der nächste Schritt meiner Triole ist, dass du 3 Töne verwendest und dann immer einen Schritt zurückgehst und wieder 3 spielst. Also das Muster wäre dann 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Klingt so. Mit dem Backing Track. Und interessant wird es dann, wenn ich beginne, das frei zu kombinieren. Denn jetzt, was noch folgt, ist das 4er-Pattern. 4 bedeutet, du spielst 4 Töne und dann beginnst du mit dem zweiten Ton der Tonleiter, spielst wieder 4. Mit dem dritten Ton beginnen, spielst wieder 4. Ne? Das ist so, ich nenne das immer das Johann Sebastian Bach klassische 400 Jahre alte Muster. Oder das klingt klasse. Hören wir mal rein.
war jetzt das 4er-Pattern. So, jetzt spiele ich die 4 Patterns und kombiniere die untereinander. Und wenn du genau hingehört hast, wirst du das 2er, das 3er, das 4er genau jetzt raushören. Und in Zukunft wirst du das immer hören, wenn du diese Improvisationen von diesen Leuten hörst. Von Meola, von Paco, von John McLaughlin und natürlich auch bei den Rockgitarristen. Nur dort halt verzerrt, dort hört man es gar nicht so klar wie jetzt mit diesem akustischen Sound. Also, let's do it! Improvisation der E-Moll Tonleiter Long Scale, Link unter diesem Video. Lerne diese Tonleiter und lass uns Spaß haben. Zwei. Vier. Triolisch. Und jetzt könnte ich ewig drauf spielen. Also was habe ich gemacht? Ich habe auch rhythmisch einfach nur einzelne Töne noch hineingefügt, ein bisschen abgedämpft und dieses 2er, 3er, 4er, diese Patterns gespielt. Und wenn du jetzt dann diesen Original-Song dir anhörst, also, und dann wirst du diese ganzen Patterns, die du jetzt von mir gehört hast, dort in der Improvisation hören. Natürlich kann man dann zum Beispiel auf Seitenpaaren noch spielen. Also Seitenpaare bedeutet, ich nehme jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wiederhole die ganz schnell. Das klingt natürlich extrem cool, wenn Meola das macht. Ne? Also unglaublich, wie viel Freude das machen kann. Ich spiele jetzt noch einmal für dich Mediterranean Sundance, einmal auf Tempo 120 zur Motivation und so dass du hörst, dass das machbar ist und spielbar. Los geht's.
das war dieses legendäre, berühmte Intro von der wahrscheinlich coolsten Platte in dem Bereich aus den 70ern. Ich empfehle dir, hör dir Friday Night in San Francisco an, wo ich zum ersten Mal das Album Anfang der 80er hörte. Das war für mich eine Offenbarung. Ich habe so wahnsinnig viel gelernt. Und diese Techniken, die erschließen sich einem nicht innerhalb von ein paar Wochen. Ne? Also ich habe diese Art zu spielen mindestens als ich 18, 19 war, 1,5 Jahre trainiert. Und zwar täglich. Ich habe täglich diese Muster, diese Patterns geübt und sie haben mir so wahnsinnig viel gebracht für mein Gitarrenspiel. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr ich davon profitiert habe. Jetzt gucke ich noch in den Chat hinein und werde mal schauen, was ihr so geschrieben habt. Super. Also. Hallo. So Michael schreibt hier etwas Wichtiges. Ich kriege das Tempo mit der linken Hand und mit der rechten Hand auch, aber beides zusammen kriege ich nicht koordiniert. Das ist ein ganz guter Tipp jetzt. Ne? Also was bedeutet diese Geschichte mit der Koordination? Also du nimmst jetzt, ich denke mal, dass du diesen Bereich hier meinst. So, das ist eine Sache, an dieses Tempo und mit Koordination muss man sich ranarbeiten. Also ich habe das immer so gemacht, das klingt nicht immer perfekt, aber es geht ja nicht darum, es geht darum, in dieses Tempo reinzukommen. Ich beginne langsam und steigere mich kontinuierlich bis auf die Höchstgeschwindigkeit, die ich spielen kann und ziehe mich dann wieder raus. Weil am Ende brauche ich ja nur das hier. Das ist übrigens die schwierigste Stelle und auch in der Improvisation machen die das. Ihr müsst immer wissen, wenn diese ganz schnellen Läufe kommen, ne? Dieses Zeug hier. Was du jetzt gesehen hast, ist Höchstgeschwindigkeit und das ist nicht mehr kontrollierbar. Das heißt, in diesem Bereich muss man sich ranarbeiten. Das ist dann etwas, das kannst du muskulär auch, sage ich mal so, für 10, 20 Sekunden abfeuern. Dann musst du wieder rausgehen aus diesem Tempo. Und das ist das, was da gemacht wird. Ne? Macht tierisch Spaß und ich hoffe, euch hat es genauso viel Freude bereitet. Jetzt gucke ich noch mal rein, ob ihr noch Fragen habt. Ja, das geht natürlich nur mit jahrelanger Erfahrung. Ich sage das mal so, wie das Eric Johnson gesagt hat. Wenn du Bock drauf hast, dann spielst du es so lange, bis es geht. Ne? Und dann ist es egal, wie lange es dauert. Ne? Das ist dann einfach diese persönliche Wunsch, das zu erreichen und dann bleibst du auch dran. Ne? Also. Ja, V-Picks. Ich spiele tatsächlich auch wieder ein V-Pick. Das ist auch für mich ganz wichtig, euch das nochmal zu zeigen. Und zwar ist das V-Pick
Light Medium. Das hat jetzt eine Dicke von 1,5 mm. Und das ist ideal für Akustikgitarre. Und ich habe auch noch eins mit 1 mm. Das ist das, ich drehe es mal um, dass man es sehen kann. Ich mache mal wieder Werbung für die V-Picks. Das ist das Ultralight. Das ist für die Begleitung sehr schön und das ist für das Solo sehr, sehr schön. Ne? Das ist 1,5 mm. Das ist nicht dick, das siehst du ja hier. Ne? Die sind nicht dick, haben aber auch noch diesen V-Schliff wie die großen, dicken Plektren. Ja, nehmen wir mal das hier. 2, seht ihr das? Small. Das hat 2,75, das verwende ich für die E-Gitarre. Natürlich kann ich das auch jetzt hier verwenden. Aber der Sound von dem 1,5er ist besser für mich, für die akustische Gitarre. Okay. Also, ja, V-Picks findet ihr müsst es einfach nur googeln und dann am besten, man besorgt sich ein Kit. Die sind jeden Cent wert. Ne? Jeden Cent vom Sound und von der Bespielbarkeit. Ja, genau. Jetzt, das Vierer-Muster ist, ne? Pattern, das ist Bach. Und das, ihr müsst euch mal das vorstellen. Der Paco de Lucia, der spielt das mit den Fingern. Ne? Das ist unglaublich. Ne? Ich klick's mit dem Plektrum hin halbwegs und der spielt es mit den Fingern. Ne? Oh, danke Nicole. Vielen Dank für die Spende. Herzlichen Dank. Ich versuche es für euch zu entschlüsseln. Vielen Dank, lieber Frank. Die Entschlüsselung ist tatsächlich, wie du gesehen hast, relativ einfach. Wir haben eine Tonleiter mit ein paar Ausnahmen. Was die Jungs noch spielen, sind dann auch mal Arpeggios. Ne? Aber ich habe mich nur auf die Tonleiter konzentriert, weil 80% der improvisierten Solos befinden sich in der Tonleiter. Ne? Mal eine Frage, gibt es sowas auch für die A-Moll-Pentatonik? Wäre ja cool, wenn ich dort ein bisschen gelernt hätte. Ah ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Gibt es sowas auch für die A-Moll-Pentatonik? Wäre ja cool, wenn ich das dort bisher... Selbstverständlich gibt es das für die A-Moll-Pentatonik. Das Zweier-Pattern funktioniert jetzt nicht so gut, aber passt mal auf und guckt euch das noch an, bitte. Also, ein Zweier-Pattern wäre sowas. Das wird komisch klingen in der A-Moll-Pentatonik. Wir reden hier von Position 1 natürlich. Aber ja, jetzt, Baxi, wenn du in die Suche meines Kanals eingibst, Patterns in der Pentatonik oder einfach nur Patterns, dann findest du die Übungen. In der Pentatonik klingt das Dreier-Pattern so, klassisch. Gary Moore liebt es. Das Vierer-Pattern ist ein bisschen schwieriger. Also was mache ich? Ich spiele 1, das Muster bleibt ja gleich. 1, 2, da, 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 1, 2, 1, 2, 3, 2, da, 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 da. Das Vierer ist 1, 2, 3, 4 und dann beginnst du hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ne? Und dann kannst du auch 5 machen. Das ist so das Bonamassa-Pattern. Fünf Töne. Ja? Also nein, die Muster funktionieren auch in der Pentatonik und werden auch dort von den Rockgitarristen extrem oft eingesetzt. Denk daran, beginnen von Ritchie Blackmore bis Gary Moore und Clapton und alle verwenden das.
Ja, ihr kommt nicht darum, euch mit der E-Moll, also ganz wichtige Information hier, die E-Moll-Tonleiter, müsst ihr können. Das ist sogar Menschen für unmöglich machbares zu begeistern und motivieren. Ja, herzlichen Dank, Uli, das ist etwas, was mir sehr gefällt, wenn du das schreibst. Es sieht unmöglich aus, aber es ist nicht unmöglich. Das ist ja das Verrückte. Ja? Es ist möglich. Und es braucht nur Geduld und vor allen Dingen, und das ist die wichtigste Message bei so einer Sache ist die, du musst bereit sein, wenige Dinge, ein paar Patterns, ein paar Tonleitern sehr, sehr oft zu wiederholen. Das ist der Schlüssel. Und den Fehler, den die meisten machen, und warum es bei ihnen nicht funktioniert, ist, dass sie sich zu sehr immer wieder an neues Material ranwagen und nicht auf das hören, was ein paar der Menschen wie ich meine es wirklich gut mit euch. Und wenn ich dir sage, ich habe dieses Material 1,5 Jahre trainiert und nur das, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das funktioniert. Es ist 100-mal besser, wenige Dinge sehr, sehr oft zu wiederholen, wie viele Dinge wenige Male. Natürlich habe ich in den 1,5 Jahren, wo ich das trainiert habe, habe ich ganz normale Auftritte gespielt mit When I find myself in... Na, ich will jetzt das Lied nicht singen, weil sonst wird mein Video gleich wieder geblockt. Ne? Ich habe also ganz normal auch in den 1,5 Jahren Musik gemacht, aber ich habe mich fokussiert und habe nur das trainiert. Und es hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich meine, ihr seht es, ich bin 53 und kann das immer noch spielen. Ja? Und ich habe jetzt nicht die letzten 30 Jahre das geübt. Überhaupt nicht. Ich habe jetzt die letzten Tage das wieder trainiert, weil ich es euch zeigen wollte. Okay? Weniger ist tatsächlich mehr. Wenige Dinge sehr oft wiederholen. Und dann kommt das nächste. Dann hast du dieses unglaubliche Erfolgserlebnis und dann brauchst du mich nicht mehr. Dann hast du die Eigenmotivation. Weil erst wenn du an den Punkt gekommen bist, wo du dich einmal selbst überwunden hast und gesagt hast, ich habe jetzt 6 Monate das trainiert und du bemerkst bei dir den Fortschritt, dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich hab's kapiert, ich brauche den Kurs, gucke ich dann rein, um zu sehen, was er Neues macht. Und das Wichtigste ist, euch an den Punkt zu bringen, dass ihr die Eigenmotivation habt. Das ist der Schlüssel für alles. Okay? Rock and Roll. Okay, das war es. Speed-Picking. Speed-Picking ist ganz... Wie habe ich das... Okay, das ist nochmal gut, lieber Michael. Ich liebe die Toccata und Fuge auch über alles. Ne? Das arabische Flair kommt von den Tonleitern dann. Das ist nicht mehr Moll, das ist dann... es gibt wirkliche arabische Tonleitern. Es gibt Gypsy-Tonleitern. Das ist ein anderes Thema, da kann ich auch mal ein Video drehen, wenn euch das wirklich interessiert. Aber lernt erstmal die E-Moll Longscale-Tonleiter und lernt die Patterns dort. Und dann können wir über arabische, ungarische Gypsy-Tonleitern reden. Und das ist, weil die Patterns sind dieselben, auch in diesen Tonleitern, okay? Also, Speed-Picking. Speed-Picking ist das hier. Und ich werde so oft gefragt, wie bist du auf dieses Tempo gekommen? Und die Antwort ist, ich habe damals, als ich mit 17, 18 saß ich da und habe dann überlegt, wie bekomme ich dieses Tempo vom Album Meola hin? Und habe dann gedacht, ich muss jetzt mal mich fokussieren auf die rechte Hand. Und habe dann im Fernsehen auch mal ab und zu Mandolinenspieler oder Balalaika-Spieler beobachtet. Und dann ist mir hört gut zu, ein großes Licht aufgegangen. Und dieses Licht war, wenn diese Leute Jahrzehnte auf ihrem Instrument alles so spielen, ne? Das war die Lösung. Wenn der Mandolinenspieler seine ganzen Melodien mit dieser Technik spielt und am Anfang humpelt das und unmöglich, die Bewegungen sind zu groß, die Muskulatur muss sich erst dran gewöhnen
Und dann dachte ich mir, wenn das geht, ja dann, wenn es beim Mandolinenspieler geht, warum soll ich nicht auch mal einige Zeit wie ein Mandolinenspieler trainieren? Da habe ich mir Melodien genommen wie... Na? Nur ein Beispiel, du kannst diese Mandolinentechnik auch verwenden, um was auch immer du möchtest. Das Rock'n'Roll-Thema zum Beispiel. Und nochmal, das muss nicht perfekt klingen. Und das kann auch gar nicht perfekt klingen. Es geht nur darum, die Muskulatur an diese Mandolinenspieltechnik zu gewöhnen. Und dann kommt die Koordination zwischen den beiden Händen. Okay, das sollte es für heute gewesen sein. Backing Track zu Mediterranean Sundance, Link zu dem Video mit der E-Moll Longscale Tonleiter mit allen Patterns und Tabs eingeblendet. Das ist ein älteres Video von mir mit über 100.000 Klicks, sehr, sehr wertvoll. Packe ich dir unten in die Beschreibung rein, aber gib mir noch ein bisschen Zeit, spätestens morgen ist das alles dann in der Beschreibung online. Plus natürlich für die Unterstützer auf meiner Webseite und die Patreons das File, das Guitar Pro File zum Üben. Herzlichen Dank, wenn du weiter mich unterstützen möchtest in dieser Arbeit, die ich hier für euch mache, dann lade ich dich herzlich ein, entweder auf meine Patreon-Seite, auf der ich seit bald 5 Jahren bin, beziehungsweise über meine Webseite, dich bei den Unterstützern anzumelden. Es geht wirklich los mit 2-3 Euro. Das ist also minimal für das unglaubliche Material, das du dort bekommst. Ich glaube, das ist die fairste Art und Weise, in Zukunft Wissen zu vermitteln. Es geht ja nicht darum, Wissen in Geld umzuwandeln. Wissen sollte frei verfügbar sein. Das ist mein Ziel, es ist meine Mission, es ist meine Aufgabe. Wissen ist frei Verfügung, sollte frei verfügbar für jeden sein, deswegen mache ich die Videos. Aber Erfahrung ist nicht frei verfügbar. Erfahrung und Können muss man sich erarbeiten. Das Wissen ist frei verfügbar, aber die Erfahrung und wie man das Wissen anwendet, das holst du dir bei mir. That's all. Und dafür freue ich mich, wenn du dich als Unterstützer bei mir anmeldest. Das war's für heute. Ich wünsche euch allen viel, viel Freude mit diesem Intro, mit dem Hauptthema von Mediterranean Sundance und mit der E-Moll Longscale Tonleiter. Ich freue mich. Nächste Woche sehen wir uns. Nächste Woche habe ich einen Besucher hier, auf den ihr euch sicher wieder freut. Und zwar Fabian Ratzak ist wieder da. Und wir machen eine spezielle Frage-Antwort-Runde, wo ihr ihm dann live eure wichtigsten Fragen stellen könnt. Hierzu mehr dann in der Newsletter. Bitte melde dich bei meiner Newsletter an, falls du das noch nicht getan hast. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und viel, viel Spaß. Ne? Viel Motivation. Denk daran, weniger ist mehr. Wiederhole wenige Dinge sehr, sehr oft und der Erfolg wird für dich da sein.